Moin liebe Nakamas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir ein Kräfte-Ranking aufstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, zwischen den Yonkos, zwischen den Admirälen, der Revolutionsarmee und der Worst Generation. Bleibt gespannt. Und schon geht's los, Leute. Fangen wir direkt mit dem Kräfte-Ranking an. Und zwar kommen wir zu unserem ersten und das ist natürlich Dragon. Ja, wir wollen noch ganz dazu sagen, wir wollen jetzt nicht alle aus der Revolutionsarmee nehmen, sondern wir haben eigentlich nur Dragon und Sabo genommen. Weil die anderen nicht mehr relevant sind. Oder ich sag mal, die sind schon vielleicht relevant, aber ich würde mal sagen, so kräftig, nicht einzuschätzen. Nicht mehr. Genau. Wir reden jetzt bei einem Ruffy auch schon auf, ich meine, er ist jetzt ein Kaiser und das ist einfach alles schon kräftemäßig ein bisschen anders. Genau, deswegen, also wie gesagt, da nehmen wir jetzt erstmal nur Dragon und Dragon ist bei uns erstmal Platz 1. Wieso? Aus dem Grund natürlich ganz einfach, weil er ist natürlich der meistgesuchteste Verbrecher oder hat ihn nicht umsonst, jetzt mal ohne Witz, wie viele Auftritte hatte Dragon? Ja, wirklich? 5 Auftritte? Ja, und die waren so kurz, es wird immer nur viel geredet, was er eigentlich wirklich kann, das ist eigentlich krass, aber wir würden ihn jetzt einfach mal auf Platz 1 packen. Problem ist, man weiß nichts über ihn. Ist er nur so gefährlich wegen seinem Wissen oder ist er wirklich gefährlich, weil er stark ist? Wir tendieren eher zu beidem, aber trotzdem würden wir sagen, er ist auf Platz 1. Genau, also dass die Sache ist... Wir wissen auch nicht ganz genau, eigentlich denken wir auch, Oda hat das geplant, dass Blackbeard eigentlich der stärkste Pirat werden soll. Wie zur Echtzeiten damals, ne? So Blackbeard war ja auch im echten Leben auch der stärkste. Ja, genau. Und er hat ihm auch nicht umsonst schon eine zweite Frucht gegeben, die stärkste Logia, die stärkste Paramezia. Deswegen könnte man eigentlich auch fast denken, Blackbeard wäre vielleicht ein Ticken stärker als Dragon. Da sind wir uns ein bisschen uneinig. Vielleicht kann man die auch auf den gleichen Platz stellen. Dazu könnt ihr aber auch uns später mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber eins steht fest. Wer steht auf dem 3. Platz? Roger. Shanks auf jeden Fall. Und natürlich, man weiß ja auch, dass einmal gesagt wurde, dass auch dass Shanks natürlich, wenn der wütend wird, dann, ich sag mal so, dann kann man ihn sehr, sehr schwer stoppen. Und ich würde natürlich sagen, so, also jetzt bei Shanks und Akainu, also Akainu hatte sogar auch Respekt gehabt und er ist der Flottenadmiral vor einem Shanks. Und wie gesagt, Shanks natürlich darf auch bei den 5 Weisen auch auftreten, also deswegen, also die Verbindung dahinter, da muss man halt noch ein bisschen spekulieren, was genau nochmal dahinter ist oder was dahinter steckt, das können sehr, sehr viele Sachen sein, aber auf jeden Fall seine Verbindung zu den 5 Weisen zeigt auch nochmal Shanks von einem anderen Licht. Und außerdem ist er nicht umsonst ein Yonko und ich meine seine Präsenz alleine, Kaido hat nicht umsonst gesagt, die Leute, die gegen mich ankommen können, sind nur Roger oder Oden, Whitebeard und Shanks war da. Genau, Zebek. Ansonsten, Zebek. Genau, nicht vergessen. Ja gut, aber Zebek ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja, das stimmt, deswegen wäre auf Platz 3 auf jeden Fall Shanks. Und auf dem 4. Platz würden wir tatsächlich auch schon Akainu rein packen. Einmal, weil er jetzt der Flottenadmiral ist und Akainu ist schon echt verdammt stark. Problem ist, man weiß aber auch leider nicht, wie stark ist der Kräfteunterschied zwischen einem Whitebeard und einem Kaido. Deswegen haben wir unter Akainu direkt schon Ruffy gepackt, aufgrund seines Power-Ups. Genau, aber nur wegen seinem Power-Up. Nur wegen seinem Power-Up. Genau, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, Ruffy, Akainu, aber ich würde jetzt auch vielleicht, auch wenn Ruffy jetzt, also Ruffy wäre natürlich in dem Fall Platz 5, Platz 4 wäre jetzt Akainu. Wäre halt jetzt gerade die Sache, weil wir wissen halt nicht, weil Akainu hat die zerstörendste Frucht, Magma, ne? Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und, aber auf der anderen Seite, wozu sind die Admiräle da, wenn jeder schwächer ist als gefühlt jeder andere Pirat? Also, ja, das ist halt so das Problem. Ja. Irgendwie, alle sagen immer, die Admiräle sind alle richtig schwach, aber das Problem ist, was ist dann ihr Auftrag? So, verstehst du, was können die Admiräle, wenn, ich meine, auf Marineford war das so krass, deren Präsenz, und jetzt auf einmal heißt es, jeder Admiral ist richtig grottig schwach, also wir haben noch nie einen Admiral richtig kämpfen sehen. Wir wissen nur Akainu und Aokiji, die haben 3 Tage lang durchgekämpft und die haben eine Insel erzeugt, die ihr ganzes Leben lang nur noch von Hitze und von Magma umhüllt sind. Ich glaube natürlich auch, man muss halt sagen, damals war das halt auch so gewesen, dass der Kampf, also in Marineford, einer der besten Arcs übrigens, dass halt Whitebeard auch seine Präsenz gezeigt hat, aber ich glaube gegen 3 Admiräle, also klar, die haben ihn da der hätte, glaube ich, auch Whitebeard eingesteckt. Genau, er hat natürlich Akainu auch
also Akainu, der hat ihn sogar schon durchlöchert mit seiner Magma-Faust, so, Ja. ne? Also das war schon insane gewesen. Aber gut, er war auch nicht seine Glanzzeit, darf man auch nicht vergessen. Ja, er war natürlich nicht in seiner Prime-Time, wir wissen. Ja, Mann. Und natürlich Gurararararara, ne? Unser Lache von Whitebeard, die darf natürlich nicht fehlen. Einer der besten Lachen überhaupt. Aber ja, auf jeden Fall, die Sache ist natürlich, dass Akainu damals auch, also dass er Angst vor Shanks hat, ist klar. Aber dass er auch von Whitebeard, sag ich mal, also das sah halt so aus, als hätte Whitebeard ihm wirklich seine Rippen gebrochen und alles. Und natürlich auch ein Kizaru, also Kizaru hat sich von einem Marco wegfetzen lassen. Also die Sache Also ist... wenigstens gleich auf. Also Ja, also Marco ist zwar, die haben glaube ich nur Marcos Präsenz zeigen wollen natürlich auf eine Art und Weise, aber ich glaube auch ein Kizaru in einem 1 gegen 1, den Marco, den würde der komplett auseinandernehmen. Also das ist halt ein bisschen, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil die das so ein bisschen schwierig zur Schau stellen, aber das stimmt. Das ist genauso wie mit, eigentlich ist Enel auf einem, höchstwahrscheinlich sogar auf einem Admiralniveau, aber gegen einen Ruffy keine Chance, einfach weil die Früchte sich quasi gegenseitig aufheben, Blitz und Gummi. Und deswegen ist bei einigen das so, dass man gewisse Fähigkeiten einfach zu anderen perfekt passen, mit denen man die leicht besiegen kann und mit anderen wiederum weniger leicht, weil ein Ruffy hätte niemals gegen einen Enel gewonnen. Genau, Niemals. richtig. Also Enel ist jetzt zwar jetzt nicht einer unserer Hauptthemen so, aber als Aber Vergleich nur, um das kann zu man, vergleichen, genau, als das Vergleich ist kann man die, weil wahrscheinlich, Enel, ich will nicht sagen, aber Alleingang, der hätte Marineford komplett auseinandergenommen. Der hätte auch alleine dahin gehen können und ich glaube, der hätte alles auseinandergenommen. Also Das sorry, Problem nicht ist, so Enel- ungut. Okay, so war krass, weiß ich nicht, aber Enel ist auf jeden Fall, glaube ich, auf Admiralniveau. Ja, also Auf jeden mindestens. Fall, würde ich sagen. ja, Platz 5, also Ruffy, Platz 6, aufgrund des Kampfes, Kaido. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr viel erzählen. Gear 5, er hat ihn fertig gemacht und direkt darunter eigentlich auch schon Big Mom. Genau, richtig so, weil Kaido so auch laut Kopfgeld natürlich, aber Kopfgeld hat nicht immer Aber was nicht zu immer sagen. alles, nichts immer zu sagen. Genau, ich meine, so ein richtig, aber- Chopper hat 100 Berry und so. Mein Chopper ist jetzt nicht eine Maschine im Kämpfen, aber er ist jetzt auch nicht 100 Berry nur wert. Ja, das Wenn man Ding ist, vergleicht, so dass einige... ich würde halt auch sagen, dass Kaido an dieser Stelle halt, also wir wissen halt, dass Big Mom auch gesagt hat, so wie du, also zu Ruffy damals, wie du willst gegen dieses Biest kämpfen, gegen dieses Tier, so einen auf den, sodass Big Mom sieht zwar Kaido wie ihren kleinen Bruder an, so weil sie auch damals Kaido geholfen hat, aber Kaido ist schon stärketechnisch Ja, da, würde ich mal auf jeden Fall Fall. über Big Mom setzen. Und Big Mom ist Platz 7, wobei wir dann zu Platz 8 kommen, das wäre dann Green Bull. Wir wissen leider nicht viel über ihn, weil, ich meine, der hat irgendwie die ersten Kommandanten von Kaido aufgesogen. Dazu muss man sagen aber doch, dass sie schon bereits erledigt waren. Genau. Wir würden allgemein auch die Admirale so sortieren, dass Akino der stärkste ist, natürlich als Flottenadmiral, direkt darunter Green Bull, dann Fujitora und dann Kizaru. Ja, aber Bruder, da müssen wir halt auch sagen, genau eben, deswegen, also nicht Wir vergessen, wissen's noch nicht Leute, ganz genau. Green Bull ist halt so, man hat nicht viel gesehen, Gott des Waldes, okay, man spekuliert noch, beziehungsweise er ist es wahrscheinlich, aber gerade nur weil wir nichts gesehen haben, deswegen packen wir ihn erstmal unter Big Mom, weil sobald wir wissen, was er drauf hat und wirklich, wenn es sich herausstellt, dass er wirklich der stärkste der Admirale ist, dann würdest du ihn auch Ja, dann ranken wir ihn auf jeden Fall. Genau, dann würden wir beide ihn höher ranken. Fujitora muss man sagen, er ist auch eine richtig, richtig krasse Maschine. Ein Madara, er holt einfach Kometen vom Himmel. Ja, auf jeden Ist Fall. richtig krass. Man hat ihn aber, das Problem ist, man hat nie einen Admiral richtig kämpfen sehen. Ja. Deswegen kann man leider nie sagen, wo ist er wirklich. Deswegen haben wir direkt auf Platz 10 noch Kizaru, Platz 9 Genau. noch Fujitora. Und Wobei wir dann ja auch praktisch, also zu Kizaru wissen, er ist ziemlich schnell, aber ich weiß nicht. man hat also, auch leider nicht viel gesehen, obwohl er, glaube ich, wirklich brutal Ja, stark ist. Ich natürlich. meine, dass er Lichtgeschwindigkeit drauf ja, hat. das Ding ist Das ist schon Lichtgeschwindig krass. total Und schnell. allgemein Logia. Also, ja, Ich meine, darfst nicht vergessen, Logia-Nutzer sind unnormal stark. genau. Deswegen würde ich dann auch direkt dann zu Sabo springen, weil Sabo, ich würde mal sagen, dass er halt mithalten könnte mit einem Admiral wie vielleicht wie Fujitora Kizaru, aber er ist nicht stärker. Nee. Also haben wir das damals auch bei Dressrosa gesehen. Wir wissen natürlich auch nicht, was auf Reverie Arc passiert ist, deswegen würde ich erstmal sagen, halt aufgrund dessen, weil er sich Fujitora in den Weg gestellt hat, schon, dass er da, sag ich mal, fast mithalten könnte, also circa, aber nicht. Außerdem hat er ja auch gegen Green Bull gekämpft und Genau. wir wissen natürlich nicht, wie der Kampf ausgegangen ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er Green Bull gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das sowieso. Ja, Also genau. ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir noch die Informationen nicht haben, deswegen kann man nur spekulieren. Und dann würden wir natürlich auf Platz 12 und dann auf Platz 13, also jetzt 12 ist jetzt ein bisschen schwierig, ob Kid Oder Law. oder Law, genau. Ich würde natürlich sagen, Law hat natürlich die bessere Frucht und Law würde in einem Room, also
würde er auch trotz seines Awakenings, also würde er wahrscheinlich Kid im Voraus sein, weil, wir sagen mal so, Kid ist irgendwie nicht gerade so, er hat irgendwie vielleicht viel Power, aber er ist irgendwie nicht so, ich sag mal so, useless Captain Kid, sagen wir mal lieber ein bisschen. Useless Captain Kid. Genau, wir sagen so ein bisschen das halt eher so dazu, weil ich weiß nicht, wie man den halt einschätzen soll, aber jetzt, wo er seine Frucht erwacht hat, sieht es auch wieder mit Kid ein bisschen anders aus. Der sieht aber auch der kommt, Trafalgar, die das Ding ist, Kid kommt jetzt vor wie so ein Pain, weißt du? Mit Shibak Tensei und alles, weißt du, dass er halt diese ganzen Kräfte benutzen kann und anziehen, abstoßen, also das kann man auf jeden Fall mit Pain vergleichen, mit diesem Shibak Tensei. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig. Also entweder vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass die auf dem gleichen Platz sind. Problem ist, Oda hat die ja auch meist so aufgestellt, dass sie meist gleich stark sind. Ja, das ist genau die Sache. Ob die mit Ruffy auf einem Niveau sind, auf jeden Fall nicht. Denken wir nicht. Aber die könnten vielleicht untereinander auf dem gleichen Level sein. Wieder, Kid hat andere Fähigkeiten als Law. Manchmal kann man einfach nicht wirklich sagen, wer würde vielleicht mit 1 gegen 1 kämpfen, weil, wie gesagt, einige Fähigkeiten zu anderen einfach besser passen. Genau, und an unserer letzten Stelle ist unser Buggy. Über alles geliebter Captain Buggy. Er konkurriert mit Whitebeard. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so die Sache. So. Also zu Buggy, ich weiß nicht viel erzählen. Er konkurriert mit Whitebeard. Er konkurriert sogar mit Dragon von mir aus, okay? Eigentlich müsste Buggy auf dem ersten Platz. Ja, das ist die Sache. Also wie gesagt, der ist jetzt an unserer letzten Stelle, Platz 14. Gerade aufgrund dessen halt, also selbst wenn Buggy auch jetzt irgendwie seine Teufelsfrucht erwacht hat, also das kann mir keiner erzählen, dass er da komplett irgendwie wasted ist. Genau, auch nur ansatzweise irgendwie auch jemanden dominieren könnte dort. Also zumindest nicht gegen diese Charakter hätte er jeweils eine Chance, also sagen wir es mal so. Aber er konkurriert mit Whitebeard! Aber was denkt ihr über unser Kräfte-Ranking? Was haltet ihr davon? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch ein Abo da, weil dann könnt ihr auch natürlich nichts verpassen. Und einen Daumen hoch nicht vergessen. Genau, richtig. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal, Leute.